Wir haben hier heute 6 Porsche und ich zeige euch, welche Porsche 2024 sich als Investment eignen. Der letzte davon hat das Potenzial, komplett durch die Decke zu gehen. Wir handeln seit über 5 Jahren mit Porsche und haben bereits Porsche im Wert von über 10 Millionen Euro verkauft. Dadurch haben wir den ständigen Blick in den Markt und geben euch heute unsere Einschätzung für 2024, denn einige Fahrzeuge werden auch nicht so gut performen. Wir sind jetzt in unserem Büro und gehen jetzt mal zusammen die 5 Porsche-Modelle durch, die wir ausgesucht haben für 2024 als Top-Investment. Und wir werden das anhand von 5 Kriterien machen. Das erste Kriterium wäre die Technik, sprich Motor, Getriebe. Als zweites das Alleinstellungsmerkmal von dem Modell. Als drittes haben wir die Produktionsstückzahl von dem Modell, sprich wie viele Fahrzeuge wurden wirklich hergestellt. Und anschließend gehen wir auf das Marktangebot ein und zu allerletzt, wie das Fahrzeug in den letzten Jahren performt hat. Wir werden den jeweiligen Fahrzeugen den Kategorien Bewertungen geben von 1 bis 5 Sternen und werden euch am Ende eine Übersicht geben, wo ihr dann nochmal die einzelnen Fahrzeuge miteinander vergleichen könnt. So, fangen wir doch direkt mit dem ersten Fahrzeug an. Eigentlich ein relativ normales Fahrzeug, keine Sonderedition oder so. Wir haben 991.1 GTS Targa. Fangen wir doch direkt mit der Technik an. Der 991.1 GTS wurde gebaut von 2014 bis 2015 und wir haben hier einen 3,8 Liter Saugmotor drin. Der Motor produziert 430 PS und ist wahlweise als Schaltgetriebe oder PDK bestellbar gewesen. Als Alleinstellungsmerkmal haben wir hier den Porsche 911 GTS, welcher der letzte war, welcher mit Saugmotor ausgeliefert wurde. Anschließend haben alle 911er GTS nur noch Turbomotoren bekommen, welche von der Emotionalität lange nicht mehr das haben, was ein 911er eigentlich hatte. Ja, wenn wir über die Produktionsstückzahl reden, wird es hier auch ganz interessant, weil wir sprechen ja trotzdem hier vom Standard 911er und beim Targa haben wir eine Stückzahl von lediglich 1525 Fahrzeuge, was im Vergleich relativ wenig ist. So, dann springen wir direkt mal ins Marktangebot und schauen auf Mobile, wie viele Fahrzeuge momentan verfügbar sind. Ja, und wie wir hier schon sehen, wir haben gerade mal 9 Fahrzeuge im Angebot in ganz Europa, was wirklich extrem wenig ist für einen Standard 911 GTS. Und die Preisrange ist so zwischen 130 bis 150.000 Euro. Wenn ihr euch einen kaufen wollt, achtet immer darauf, dass ihr einen mit Zentralverriegelung, Felgen kauft und mit dem GTS Interior-Paket kauft, welches erkennbar ist an den Sitzmittelbahnen von den Sitzen, die sind aus Alcantara und am besten auch noch das Lenkrad in Alcantara. Typische Farben, schwarz, GT Silber, weiß, funktioniert immer bei den Fahrzeugen. So, dann machen wir weiter mit der Preisentwicklung in der Vergangenheit. Wir sehen hier schön an den Graphen, dass eben das Fahrzeug zu Beginn, als es noch recht frisch am Markt war, die Preise relativ oben waren. Dann hat sich der Markt immer weiter runter korrigiert, bis er sich dann Anfang 2021 eingependelt hat und dann war eigentlich der GTS relativ stabil bis jetzt. Wir haben hier leider nur den Graph vom Coupé, wobei ich glaube, dass der Targa sich da relativ ähnlich entwickeln wird und tendenziell sich eher besser entwickeln wird, weil man eben die geringere Stückzahl hat. Und unsere Einschätzung ist es, dass der Targa sich 2024 positiv entwickeln muss, wobei man auch hier sagen muss, wir haben keinen Blick in die Glaskugel, machen das rein aus Erfahrung, wie wir den Markt einschätzen und auch beobachten. Und da kann man schon sagen, dass der 991.1 Targa GTS auf jeden Fall wertstabil bleiben wird. Er wird jetzt keine Mega-Sprünge machen. Wir haben hier noch andere Fahrzeuge nachher, die da viel mehr Potenzial haben, da wirklich einen riesen Sprung zu machen. Aber mit einem GTS ist man wirklich hier auf einer soliden Basis. Und mit dem GTS wird man hier sicherlich sehr preisstabil sein und vielleicht einen kleinen Zuwachs haben. Ja, machen wir doch direkt mit einem Sondermodell weiter und zwar den 981 Spider. Beginnen mit der Technik. Wir haben hier
ein 3,8 Liter Saugmotor, welcher 375 PS produziert. Das ist der gleiche Motor wie im 911 Carrera S und das Fahrzeug gab es nur als Handschalter. Ja, Alleinstellungsmerkmal von 981 Spyder, zum einen ist es ein Sondermodell und wir haben zum ersten Mal den 3,8 Liter vom 911 in einem Boxster verbaut. Zu den Produktionsstückzahlen vom 981 Spyder, wir haben insgesamt 2486 produzierte Fahrzeuge, wobei laut Kraftfahrtbundesamt nur 667 in Deutschland zugelassen wurden. Ja, und würde ich sagen, springen wir doch gleich wieder ins Marktangebot rein. Öffne ich hier wieder mobile. So, wie wir hier schon sehen, wir haben in ganz Europa 28 Fahrzeuge am Markt und wenn wir mal durchscrollen, beginnen so die ersten Fahrzeuge mit rund 18.000 bis 30.000 Kilometer bei um die 95.000 bis 100.000 Euro und für Fahrzeuge mit wenig Kilometern liegen wir dann so um die 100.000 bis 110.000 Kilometer. Zu der Konfiguration finde ich immer, zum Spyder passt eigentlich so ein bisschen eine knallige Farbe, darf ruhig auch mal gelb oder rot sein. Und als Ausstattung finde ich, Leder gehört immer dazu und die Vollscheinsitze. Ja, und wenn wir zur Preisentwicklung in der Vergangenheit kommen, sehen wir hier auf dem Graphen auch schön einen Anstieg 2022, wo das Fahrzeug schon einen ordentlichen Sprung hingelegt hat. Und nun sehen wir auch kontinuierlich, wie das Fahrzeug langsam steigt. Auch hier aus unserer Sicht kann man hier, denke ich, eine sehr, sehr gute Preisentwicklung in den nächsten Jahren erwarten, da das Fahrzeug unter Enthusiasten auch eine gewisse Stellung hat und der 981 als wirklich letzter Cayman gilt, der noch wirklich manuell, puristisch und auch einen richtig guten Sound hat. So, kommen wir zur Nummer 3, den 996 GT3, was aus meiner Sicht einer der am meisten unterschätzten Porsche ist. Springen wir gleich in die Technik rein. Wir haben hier einen 3,6 Liter Saugmotor, entwickelt von Hans Mezger. Vielleicht habt ihr schon ein paar Mal gehört, wenn einer über Mezger-Motoren spricht. Mezger-Motoren sind eben nach dem Ingenieur Hans Mezger benannt und sind bekannt für Langlebigkeit. Wir haben zum einen den 996.1, also den Vor-Facelift, in dem der Motor 360 PS produziert und im Facelift haben wir dann 381 PS. Technisch hat sich am Motor allerdings nicht allzu viel geändert. Alleinstellungsmerkmal beim 996 GT3 ganz klar optisch die Spiegeleierscheinwerfer. Früher sehr unbeliebt, mittlerweile sind die immer mehr am Kommen und ich persönlich finde es eigentlich auch eine ganz coole Optik. Zudem ist der 996 GT3 der seltenste gebaute GT3, womit wir schon direkt bei den Produktionsstückzahlen wären. Wir haben beim Punkt 1er eine Stückzahl von 1886 Fahrzeuge, was echt extrem wenig ist, und beim Punkt 2er haben wir eine Stückzahl von 2589 Fahrzeuge und kommen somit auf eine Gesamtstückzahl von Punkt 1 und 2 zusammen auf 4457 Fahrzeugen. So, und dann springen wir wieder direkt in den Markt rein. Ich öffne mal Mobile nochmal und sehen hier schon gleich, dass wir 37 Fahrzeuge in Europa am Markt haben. Machen wir mal noch Preis aufsteigend. Man muss hier auch aufpassen, ich sehe es jetzt gleich schon am Anfang, hier gibt es auch viele Umbauten, deswegen muss man sich die Inserate immer genau anschauen, dass es auch wirklich ein GT3 ist. Und im Allgemeinen für einen guten 996 GT3 muss man dann schon etwas mehr Geld hinlegen. So gute fangen schon ab 80.000 an und wenn man dann einen mit wenig Laufleistung, guter Historie will, kommt man da auch mal über 100.000 Euro. Ich persönlich finde allerdings, dass es immer noch relativ wenig für das Fahrzeug ist, wenn man auf die Stückzahlen auch eingeht. Ja, und wenn wir zur Ausstattung kommen, ist es laut unserer Erfahrung immer wichtig, dass man beim 996 die Schalensitze drin hat und das Clubsportpaket. Oftmals sind es beim 996 auch die nachgerüstete Tech-Equipment, Überrollkäfig drin. Ist auch nicht schlimm, funktioniert trotzdem und ansonsten eine knallige Farbe geht beim GT3 auch immer gut.
Ja, machen wir direkt weiter mit der Preisentwicklung in der Vergangenheit. Wenn man sich hier den Graphen anschaut, sehen wir einen schönen stetigen Anwachs in den letzten Jahren. Man sieht ein bisschen größeren Anwachs Mitte 2021. Wir sehen dass der 996 immer mehr nachgefragt wird. Viele Fahrzeugsammler kannten das Fahrzeug noch gar nicht oder hatten es gar nicht auf dem Schirm. Und wenn man wirklich das erste Mal eingefahren ist, weiß man, warum das Fahrzeug seine Daseinsberechtigung hat. Und daraus schlussfolgern wir, dass sich die Preise in Zukunft, auch nächstes Jahr schon, sehr positiv entwickeln werden und die Nachfrage immer größer wird. So, machen wir direkt weiter und zwar jetzt kommt mal was Klassisches. Wir haben einen Porsche 3.2 WTL. Zur Technik, WTL, was bedeutet das überhaupt? WTL bedeutet Werks-Turbolook. Wir haben zum einen die Karosserie vom 930 Turbo, sprich die breiten Kotflügel am Händen und auch den Spoiler am Heck. Nicht nur die Karosserie ist anders, sondern wir haben auch die Technik vom 930 Turbo verbaut. Sprich, wir haben die Bremsen vom 930 Turbo und das Fahrwerk vom 930 Turbo. Sprich, die Dynamik vom Fahrzeug ist eigentlich dieselbe wie vom 930 Turbo, aber wir haben eben 3,2 Liter Saugmotor verbaut. Gehen wir über zum Alleinstellungsmerkmal. Wir haben eben keinen Turbomotor, welcher sehr anfällig ist und haben hier einen 3,2 Liter Saugmotor. Zu den Produktionsstückzahlen. Wir haben beim Coupé 1397, beim Targa 559 und beim Cabriolet haben wir 1684 gebaute Fahrzeuge. Somit kommen wir insgesamt auf lediglich 3640 Fahrzeuge, die gebaut wurden. Machen wir es kurz und gehen direkt zum Marktangebot rein. Dazu öffnen wir wieder Mobile. So, und hier sehen wir eben auch schon, dass wir insgesamt nur 6 Fahrzeuge am Markt haben, beginnend bei um die 85.000 bis 90.000 Euro. Und wenn man dann weiter runter geht und dann wirklich auch ein gutes Fahrzeug will, kann man da schnell mal 100.000 bis 115.000 hinlegen. Wir hatten jetzt zum Beispiel vor kurzem 3,2 WTL in Schwarz mit in Grün. Das war ein deutsches Fahrzeug mit 115.000 Kilometer. Dieses wurde etwas über 100.000 Euro verkauft. Zum Allgemeinen, wenn ihr euch einen 3,2 Liter WTL kauft, spielt es aus meiner Sicht keine Rolle, ob es jetzt ein Coupé, ein Cabrio oder ein Targa ist. Die sind alle sehr, sehr gut. Wichtig ist es nur eben aus meiner Sicht, dass man ein deutsches Fahrzeug ohne Katalysator kauft, da man eben hier ein viel puristischeres Fahrzeug hat. So, dann gehen wir direkt über zu der Preisentwicklung in den vergangenen Jahren. Wir sehen hier wieder schön am Graph, dass er über die letzten Jahre sehr stabil war und auch einen kleinen Zuwachs hatte, das Fahrzeug. Wir haben auch bei unserem letzten Fahrzeug die alten Rechnungen vorliegen gehabt und da hat man eben schön gesehen, wie das Fahrzeug den Wertzuwachs hatte. Wir hatten Rechnungen von 2015, wo das Fahrzeug noch bei 60.000 Euro liegt und jetzt haben wir es 2023 für über 110.000 verkauft, das Fahrzeug. Der WTL im Allgemeinen, man sieht es auch an den Stückzahlen, sehr, sehr selten und hat dadurch aus unserer Sicht ein sehr, sehr gutes Potenzial, da auch in den nächsten Jahren eine sehr, sehr gute Performance als Investment hinzulegen. So, nun ist es soweit. Wir kommen jetzt zum Top-Performer und zwar den 997 GT2 RS. Kommen wir direkt zur Technik. Wir haben hier einen 3,6 Liter Biturbomotor, welcher 620 PS produziert und ausgeliefert wurden die Fahrzeuge nur als Handschalter. Gehen wir direkt über zum Alleinstellungsmerkmal vom 997 GT2 RS. Und zwar, das ist ganz einfach, der 997 GT2 RS ist der stärkste jemals gebaute Handschalter 911 von Porsche. Zur Produktionsstückzahl vom 997 GT2 RS, er wurde auf 500 Stück limitiert und ist somit in seiner Ära ein Fahrzeug, was
wirklich selten gebaut wurde. Verglichen gibt es noch den GT3 RS 4.0, welcher 600 Mal gebaut wurde. So, dann gehen wir wieder direkt in den Markt herein. Ich habe es hier schon offen. Wir haben 8 Fahrzeuge im Angebot, was auch sehr, sehr wenig ist. Beginnend ab 355.000 Euro haben wir hier ein Fahrzeug mit rund 10.000 Kilometer in GT Silver Metallic. Mal zum Vergleich, letztes Jahr lagen die Fahrzeuge schon deutlich weiter unten. Da waren sehr gute Fahrzeuge, hat man schon um die 300.000 Euro bekommen. Wenn man hier weitergeht, geht es dann auch hoch bis 400.000 Euro. Als Beispiel mal, wir haben dieses Jahr ein Fahrzeug verkauft, 907 GT2 RS mit 17.000 Kilometern. Das war ein Erste-Hand-Fahrzeug. Deutsche Erstauslieferung haben wir verkauft für fast 400.000 Euro. Allerdings muss man hierzu sagen, der GT3 RS 4.0, welcher eine größere Stückzahl hat, wird schon deutlich über 400.000 Euro gehandelt. Und aus unserer Sicht ist der GT2 RS als der stärkste handgeschaltete Porsche eigentlich das Fahrzeug, wo über den GT3 RS 4.0 liegen müsste. Ja, wenn ihr euch selber einen zulegen wollt zur Ausstattung, die Fahrzeuge sind oft im Interieur mit Rot ausgeliefert worden. Unsere Erfahrung zeigt, dass es weniger beliebt ist, lieber ein schwarzes Fahrzeug in, was auch nochmal seltener ist. Das müsst ihr auf jeden Fall haben und immer wichtig beim GT2 RS ist ja ein reines Rennsportfahrzeug. Da muss immer die Schalensitze drin haben und das Clubsportpaket. So, und kommen wir nun zum spannendsten Punkt der Preisentwicklung in der Vergangenheit und allgemein zur Preisentwicklung. Wenn man hier sich mal den Graphen anschaut, sehen wir, dass das Fahrzeug eigentlich bis 2022 leicht stagniert ist. 2022 hat es dann einen Anstieg gehabt. Nun ist es eigentlich so auf dem gleichen Niveau geblieben. Auch wir können das bestätigen, dass die Transaktionspreise, die im Internet aufgerufen sind, wirklich erzielt sind. Wenn man sich mal den Markt anschaut, auch Gegenmodelle wie der GT3 RS 4.0, welcher eine größere Stückzahl hat und dieser wird bereits schon deutlich über 400.000 Euro gehandelt. Und deshalb ist unsere Prognose, dass der 997 GT2 RS in den nächsten Jahren, auch schon nächstes Jahr, einen deutlichen Wertzuwachs erzielen wird. Vermutlich auf lange Frist auch den GT3 RS 4.0 überholen wird. So, das waren unsere 5 Top-Investments für 2024. Grundsätzlich noch, wenn ihr euch ein Fahrzeug als Investment kaufen wollt, dann gibt es ein paar Punkte zu beachten. Sprich, als Investment muss ein Fahrzeug immer eine relativ geringe Laufleistung haben. Es sollte möglichst ein europäisches Fahrzeug sein. Ihr braucht eine coole Farbkombination. Kann auch ruhig mal was Besonderes sein, eine Sonderlackierung, wie auch immer. Ja, und wenn ihr Unterstützung beim Fahrzeugverkauf braucht, meldet euch gerne bei uns. Wir stehen euch da immer gerne zur Hilfe und kaufen auch Fahrzeuge regelmäßig an. Und falls euch noch irgendein anderes Modell interessiert, wie das in den nächsten Jahren performen wird, schreibt es einfach in die Kommentare, dann können wir das hoffentlich beim nächsten Video gleich beantworten und ich freue mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal.